Als die sowjetische Winteroffensive am 12. Januar 1945 aus dem Baranow-Brückenkopf begann, ahnte kaum jemand, dass innerhalb kurzer Zeit die sowjetischen Armeen die Oder erreichen und sogar an einigen Stellen diese überschreiten würden. Vorher ausgesprochene Warnungen des deutschen Generalstabes vor den sowjetischen Bereitstellungen für diese Offensive hatte Hitler als Bluff abgetan. Dementsprechend waren die deutscherseits bereitgestellten Kräfte viel zu gering, um erfolgreich diese Offensive abwehren zu können. Die sowjetischen Verbände konnten daher sehr schnell die deutsche Front durchbrechen und fast ohne ernsthaften Widerstand zu finden die Oderlinie erreichen. Die Städte Frankfurt und Küstrin wurden zu Festungen erklärt, während allerdings der Vorstoß auf Frankfurt-Oder östlich der Stadt schon bei Cunnersdorf scheiterte, ist es den Sowjets gelungen, beiderseits von Küstrin die zugefrorene Oder zu überschreiten und Brückenköpfe zu bilden. Ende Januar drangen bereits sowjetische Panzerspitzen in die Stadt Küstrin ein, in die Küstriner Neustadt, und richteten überall große Verwirrung an, besonders unter den vielen Flüchtlingstrecks, die auf die Küstriner Brücken angewiesen waren, um über diese Richtung Westen in die deutschen Gebiete zu fliehen. Die Küstriner Neustadt wurde dann am 2. 3. Februar von den Sowjets besetzt. Über die Kämpfe an der Oderfront in den beiden ersten Februarwochen 1945 ist nur wenig in den damaligen Wehrmachtsberichten zu lesen. Ebenso wenig oder nur irreführend davon im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Es mag zutreffen, dass man vor dem deutschen Volk den Ernst der Lage an der Oder und für Berlin verheimlichen wollte. Das gilt besonders für die Abfassung der Wehrmachtsberichte aus diesen Tagen. Tiefer dagegen lassen die täglichen Eintragungen im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht blicken. Denn darin werden Ortsnamen verwechselt und öfters auch Einheiten falsch benannt. Das alles hinterlässt den Eindruck, als ob man von den Ereignissen irgendwie überrollt worden ist und einfach nicht mehr gewusst hat, was sich an der Oder inzwischen abspielt. Dazu kommt, dass Anfang der Kämpfe viele Truppenteile aus zusammengewürfelten und auch meist unausgebildeten Ersatz- und Volksstimmeinheiten bestanden, die ortsfremd an der Oder eingesetzt waren und dann auch widersprechende Meldungen abgaben. Mit dann eilig aus dem Westen her angeführten Divisionen gelang es in der 1. und 2. Februarwoche, die Front an der Oder zu stabilisieren und im Ganzen gesehen bis Mitte April 1945 zu halten. Über die Ereignisse der letzten Januar- und ersten Februartage 1945 an der Oder und im Oderbruch werde ich hier in den nächsten Videos erzählen. Unter Zuhilfenahme von Zeitzeugen und Erlebnisberichten, Erzählungen, Protokollen, originalen Dokumenten sowie Karten und Archivmaterialien möchte ich euch ein umfassendes Bild der Geschehnisse aus deutscher und sowjetischer Seite geben. Dabei kommen einfache Soldaten, erfahrene Offiziere und die Bewohner des Oderbruchs zu Wort. Im Januar 1945 befinden wir uns am Beginn der größten Schlacht des Zweiten Weltkriegs, die sich auf deutschem Boden zugetragen hat. Doch das weiß im Januar des Jahres 1945 noch niemand. Seit einigen Tagen ist es Winter geworden. Die Felder liegen weiß verschneit. Das Thermometer zeigt bis zu 10 Grad Kälte. Die Oder trägt Treibeis, kleinere Gräben und Teiche sind zugefroren. Die militärische Lage wird immer ernster. Seit dem 12. Januar befindet sich die Rote Armee auf der ganzen Front im Vormarsch auf die Grenzen des Reiches. Seine unvorstellbaren Mengen an Menschen und Material wälzen sich westwärts, den deutschen Widerstand überrollend. Da keine Aussicht auf ein Halten der Frontlinie besteht, muss mit einem weiteren Vordringen der Sowjets gerechnet werden. Bereits am 31. Januar passiert das, was unter allen Umständen verhindert werden sollte. In den frühen Morgenstunden überschreiten erste Rotarmisten die Oder.
Es sind Soldaten einer sowjetischen Vorausabteilung der 5. Stoßarmee, die bei Kienitz, ca. 15 Kilometer nordwestlich von Küstrin, über den zugefrorenen Fluss gehen. In der Nacht ist es, wie fast den ganzen Januar über, wieder unter -10 Grad kalt gewesen, sodass die Oder Eisstärken von 25 bis 40 Zentimeter aufweist. Die mit einem Hauch von Schnee überzogene Landschaft des Oderbruchs ist vollkommen ruhig, als die Rotarmisten an diesem kalten Morgen den Ort Kienitz besetzen. Die Bevölkerung ist vollkommen überrascht, sich plötzlich Rotarmisten gegenüber zu sehen. Ähnlich geht es 76 Soldaten einer am Ort liegenden Luftabwehrschule. Sie werden ohne Gegenwehr gefangen genommen. Als die Sowjets versuchen, auch mit Panzern an das Westufer zu gelangen, brechen diese jedoch ein. So schaffen sie zunächst lediglich Infanteriewaffen und Packgeschütze hinüber. Der Brückenkopf weist wenig später eine Breite von 4 und eine Tiefe von 2 Kilometern auf. Die Sowjets richten sich sofort zur Rundumverteidigung ein. In den folgenden Stunden werden von ihnen vor allem Granatwerfer, leichte Flakgeschütze und weitere Pack in den Brückenkopf geschafft. Gegen 14 Uhr gibt es auch in Küstrin Alarm. Vom Norden werden anrollende Sowjetpanzer gemeldet. Es sind Sherman und Matilda, eines Panzerbataillons der 2. Garde-Panzerarmee, die bereits am Morgen die Oder erreicht haben und bei der Suche nach einem Übergang sich nun der Küstriner Neustadt nähern. Mit aufgesessener Infanterie rollen sie in die Stadt hinein. Erst 600 Meter vor der Wartebrücke werden sie im letzten Moment von Männern verschiedener Einheiten mit Panzerfäusten und Nahkampfmitteln gestoppt. Bis zum Abend gelingt den Sowjets dann doch noch die Bildung eines zweiten Brückenkopfes. 8 Kilometer nordwestlich Küstrin gehen 2 Infanteriebataillone bei Kalenzig über die Oder und stoßen ohne auf Widerstand zu treffen auf Genschmar vor. Die Ereignisse zeigen, dass es der Heeresgruppe Weichsel nicht einmal ansatzweise gelungen ist, eine Verteidigungslinie an der Oder aufzubauen. Im weiteren Verlauf der Ereignisse wird es sich bitter rächen, dass man den Sowjets die Bildung von Brückenköpfen so leicht gemacht hat. Am nächsten Morgen beginnen die deutschen Gegenangriffe. Durch ein von Westen heranziehendes Tiefdruckgebiet steigt die Temperatur über 0 Grad und Tauwetter setzt ein. In der Frühe des Tages ist es den Sowjets gelungen, 2 Kilometer nördlich Kienitz bei Großneuendorf noch einen weiteren kleinen Brückenkopf zu bilden. Auf diese beiden Oderübergänge treten im Laufe des diesigen Morgens Alarm- und Volkssturmeinheiten zusammen mit Teilen der am Vortag herantransportierten 25. Panzergrenadierdivision zum Angriff an. Trotz erheblicher Verluste gelingt es im Tagesverlauf weder Kienitz noch Großneuendorf zurückzuerobern. Auch die Gegenangriffe auf den Brückenkopf Genschmar führen nicht zum Erfolg. Unterdessen steht die Rote Armee auch südlich Küstrin unmittelbar vor der Oder. Küstrin selber, das Hitler Ende Januar zur Festung erklärt hat, ist überfüllt mit Flüchtlingen, die auf der Flucht vor der Roten Armee von Osten in die Stadt fluten, um hier über die Oder zu gelangen. Mit ihren auf Pferdefuhrwerken, Hand- und Kinderwagen verschnürten wenigen Habseligkeiten stapfen sie durch die mit Schneematsch bedeckten Straßen der Stadt. Sie werden so schnell es geht nach Westen in Richtung Seelow weitergeleitet. Auch die Anwohner der Stadt werden evakuiert, zumal die Sowjets im Tagesverlauf mit dem Beschuss der Stadt beginnen und von Osten in die Küstriner Neustadt eindringen. Gegen Mittag des 1. Februar stoßen sowjetische Vorausabteilungen südlich Küstrin an die Oder, gehen dort mit Behelfsmitteln über das Eis des Flusses und bilden einen weiteren Brückenkopf. Sie besetzen mehrere einzeln stehende Gehöfte in Flussnähe. Dann gehen Spättrupps durch die dunstige Niederung auf Reitwein vor. Das Dorf liegt am nördlichen Ende des Reitweiner Sporns, eines 4 Kilometer langen und 2 Kilometer breiten Höhenzuges, der sich steil aufragend 40 bis 50 Meter aus der Oderbruchniederung erhebt und daher von strategischer Bedeutung ist. Dort tauchen die Sowjets nun am östlichen und nordöstlichen Ortrand von Reitwein auf und durchsuchen die ersten Häuser.